Guten Nachmittag miteinander, herzlich willkommen zu unserem Booster Talk. Es sind sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, das freut uns riesig, das große Interesse für unser Thema heute Nachmittag. Das Thema heißt, oder der Titel unseres Booster Talks heißt, der Weg zum digitalen Customer Journey. Ich darf mit zwei Gästen diskutieren heute Nachmittag, mit den beiden Hoteliers Michael Böhler und Nico Senn. Bevor ich die beiden vorstelle und wir in die Diskussion gehen, ein paar Hinweise meinerseits. Das Meeting wird aufgezeichnet als erstes. Sie haben das wahrscheinlich schon gesehen, oben links, dass der rote Button da leuchtet. Das zu Ihrer Information. Wir werden den Nachmittag so gliedern oder diese Dreiviertelstunde so gliedern, dass wir zuerst eine kurze Einführung machen, dann ganz schnell in die Diskussion gehen zwischen Michael Böhler eben und Nico Senn. Und wir haben 15 Minuten zum Schluss für Fragen und Antworten auch noch reserviert. Sie können Fragen eingeben, es hat eine Chatfunktion, das kennen Sie sicher von Zoom. Geben Sie die doch dort bitte ein und wir nehmen sie nach Möglichkeit direkt schon im Gespräch auf oder dann sonst eben zum Schluss während dieser 15 Minuten. Die Aufzeichnung, die wir machen, die wird nachher auf Tipsy gestellt, die E-Learning-Plattform, die Hotel Suisse zusammen mit der École Hôtelière de Lausanne und der Hotelfachschule Thun betreibt. Als Mitglied von Hotel Suisse haben Sie dort einen Gratiszugang. Wenn Sie den nicht mehr haben, ein E-Mail an tipsy@hotelswiss.ch und Sie bekommen die Daten. Eine letzte Anmerkung meinerseits noch, ein digitaler Customer Journey hat viel mit Software, viel mit Beratungsleistung zu tun. Wir wollen hier keine Sendung mit Produktplatzierung oder schon gar keine Dauerwerbesendung machen, wie das im Fernsehen so schön heißt, sondern wollen hier möglichst unabhängig über das Thema diskutieren. Hotel Suisse, nichtsdestotrotz, Hotel Suisse hat einen Premium-Partner, das wissen Sie wahrscheinlich, mit Proptel, respektive Rebag Data AG, die ein cloud-basiertes PMS anbieten und wir haben viele spannende Trusted Supplier und Trusted Consultants, die Ihnen diesem Thema auch weiterhelfen können. Die finden Sie bei uns auf der Homepage, diese Angaben. Aber wir wollen heute aus der Perspektive der Hoteliers, der Hoteliere diskutieren und haben deshalb eben dazu zwei spannende Gäste, die ich jetzt vorstellen darf. Ich beginne mit Michael Böhler. Er ist der Group General Manager der Hotels der Meili Unternehmungen AG mit unter anderem dem Hotel Opera oder dem Hotel Felix in Zürich oder dem Piz Queen in Klosters. Andererseits ist Nico Senn dabei. Er ist Vizedirektor im Hotel Walter in Pontresina und Nico war es, der uns kontaktiert hat über den Hospitality Booster mit eben genau dieser Frage, wie gestalte ich diesen Weg hin zum digitalen Customer Journey. Und wir haben die dann eben aufgenommen und gesucht, wer da in der Diskussion spannend sein könnte und sind auf Michael gekommen, weil Michael in seinen Hotels vieles schon auf digital umgestellt hat und hier von seinen reichen Erfahrungen berichten kann. Wir haben es so abgemacht, dass ich jetzt Nico zuerst bitten darf, seine Frage, die er uns eingegeben hat, seine Problemstellung noch mal kurz zu schildern für alle, damit wir darauf dann aufbauen können. Nico, bitteschön. Ja, danke, Ueli, danke schön. Erstmal danke, dass es überhaupt so möglich ist, da teilzunehmen und diese Fragestellung mal einfach so in den Raum werfen zu können. Also für mich ist die Fragestellung Digitalisierung ja, aber wie richtig? Grundsätzlich sage ich, wie eruieren wir und bauen wir eine gute Softwarefragmentierung auf, damit ein Verhindern von Insellösungen, nicht funktionierender Schnittstellen und unterschiedlicher Datensätze ein Bremsen der Digitalisierung im Betrieb mit sich bringt und kein durchgehendes digitales Kundenerlebnis ermöglicht wird. Und vor allem das unter der Berücksichtigung eines sinnvollen Customer Journey, also wie weit, aber auch, dass die Nutzerfreundlichkeit für Mitarbeiter in einem wechselnden Charakter, Fluktuation und saisonal wechselnde Mitarbeiter funktioniert. Und das auch noch gerade parallel, dass es zukunftsgerichtet, adaptiv und erweiterbar als Konzept funktioniert. Also dass es dann nicht abgeschlossen ist,
sondern auf die Zeit eingegangen werden kann. Ja. Verschiedene Fragen darin. Ganz viele, ja. Genau, die wir jetzt dann auseinandergliedern und angehen. Michael, zur Einführung ganz kurz von dir die Schilderung, was du bereits alles gemacht hast in deinen Hotels, damit wir uns so ein Bild machen können, was ist umgesetzt. Und dann gehen wir in die Fragen rein, die Nico aufgebracht hat. Sehr gern, sehr gern. Also herzlichen Dank auch, dass ich dabei sein darf. Es freut mich sehr. Ich spreche sehr gern darüber, weil ich denke, es ist sehr wichtig für uns in der Hotellerie, Lösungen zu finden. Einerseits für unsere Gäste das Leben zu erleichtern, sowie aber auch unseren Mitarbeitern das Leben zu erleichtern und am Ende vom Tag auch noch zu schauen, ob wir eventuell Einsparungen machen können und davon profitieren. Ich stand vor der Frage, wo jetzt Nico gestellt hat, und zwar auch in dieser Komplexität, 2016. Ich war davor bei einem großen Konzern, also Hotelkette, wo wir eine Abteilung hatten, wo das für uns alles gemacht hat, von A bis Z, all diese Tools zusammengesetzt hat und eigentlich diese Digital Customer Journey von A bis Z eigentlich mit sehr viel Geld organisieren konnten. Auch die hatten immer riesen Probleme, diese Schnittstellen zu machen, die Programme zusammenzubringen, miteinander zu sprechen lassen. Und wo ich den Auftrag bekam, wo ich das Ambassador der Opera übernehmen durfte, dass auch diese Digital Customer Journey zu digitalisieren und zu schauen, welche Touchpoints haben wir, wo wir optimieren können für die Gäste, aber auch für die Mitarbeiter, muss ich sehr schnell feststellen, dass für uns Individualhotels das eine riesige Herausforderung ist. Zum guten Glück war das aber so im 16, wo die ersten cloud-basierten PMS aufgekommen sind, wo man mehr und mehr mit so APIs gearbeitet hat, wo viel einfachere Schnittstellen und viel mehr Möglichkeiten ergeben. Und so haben wir dann eigentlich das auch aufgebaut. Wir haben wie mal mit dem PMS angefangen und haben dann langsam eins nach dem anderen dran getan. Ob dies eine Pre-Arrival Upselling Tool ist oder ob es ein automatisierter Fragebogen nach dem Aufenthalt ist, direkt aus dem System, ob das die Buchungsmaschine in der PMS integriert, bis zum Housekeeping-Tools integriert und so weiter. Das haben wir dann langsam alles so zusammengenommen und zusammengesetzt und konnten wir am Schluss sagen, wir haben jetzt langsam eigentlich durchgängige Reise für den Gast. Jetzt nach 5 Jahren, also wir haben jetzt schon vor 2 Jahren, durften wir dann endlich auch den Mobile Key dazu nehmen. Was für uns dann wirklich die ganze runde Sache gegeben hat, besonders jetzt in der momentanen Situation in der Stadthotellerie, wo wir halt schon sehr stark schauen, wie können wir das ein bisschen vereinfachen oder weniger Arbeitsstunden vor Ort haben. Das ist jetzt für uns die ganz runde Sache. Ich gehe nachher gerne noch ein bisschen tiefer rein, aber das haben wir so jetzt wirklich, das war für uns eine Reise in den letzten 5 Jahren, wo wir das implementiert haben, Mitarbeiter schulen mussten, das auch neu aufsetzen, die Leute dazu bringen, motivieren und spannenderweise eben auch nicht nur die Mitarbeiter dazu motivieren, sondern auch unsere Gäste ein bisschen dazu motivieren und ein bisschen den Vorteil ihnen zu schildern, was das eigentlich mit sich bringt. Das war so bei uns die letzten 5 Jahre. Soll ich mal auf die erste Frage eingehen mit den Schnittstellen? Also das ist wirklich das, wo ich musste sagen. Ich hatte früher wie wir alle hatten wir ein stationäres PMS, ich sage jetzt keine Namen, es gab die 2 großen und wollte eigentlich auch dort darauf aufbauen mit einem Mitarbeiter-Tool, wo die Zimmer freigeschaltet werden konnten, die Gäste konnten ihre Bedürfnisse online schildern, was sie gerne hätten auf dem Zimmer und. Und ich muss auch musste schnell feststellen, das kostet uns eine Unmenge von Geld. Das ist eigentlich für uns, das sind Kosten, wo ich einfach sagen musste, das ist im Vorfeld eine riesen Investition, wo dann wie über Jahre abgezahlt, also wie nicht sich das System nachher verändert und hatte mir überlegt, was gibt es für Alternativen und bin dann so auf ein cloud-basiertes PMS gekommen, wo ich schon gespürt habe, das sind Jungs, die wollen sich weiterentwickeln und die wollen jedes Jahr wieder ein neues Tool integrieren, ohne dass ich zusätzliche Kosten habe, sondern es ist einfach abgedeckt mit einer OPEX-Koste, also mit einem Monatsbeitrag pro Zimmer und fertig und ich kann davon profitieren, dass immer wieder etwas Neues dazukommt. Und
ich hatte wirklich das Glück, dass das mit dem System so war. Wir haben angefangen im 16 mit einem App für die Mitarbeiter zum die Zimmer freischalten. Das hat uns schon mal sehr viel weniger Traffic oder Telefonaten an der Rezeption gegeben. Dann hatten wir plötzlich direkt eine IBE, also Internet Booking Engine dabei. Das hat uns wieder Kosten verringert, wo aber auch ein Chat integriert war. Dazu mal noch als App zum Downloaden. Das wurde dann auch dementsprechend nicht so genutzt. Darum empfehle ich allen, wo in diese Journey reingehen, unbedingt mit Web-Apps zu arbeiten, weil Apps werden von den Kunden nicht heruntergeladen. So die größten Hotelketten weltweit haben die größten Downloads-Prozent sind so etwa bei 8-10%. Und dann können wir als kleine Individualhotels haben keine Chance, irgendwie eine App zu kreieren, wo wir da mehr als 2-3% Gäste haben oder so runterladen, weil sie gar nicht das Interesse haben. Darum empfehle ich dort mit Web-Apps zu arbeiten, Lösungen, wo wirklich so dem Kunden eigentlich sehr schnell den Zugang zu den Informationen, aber auch den Austausch gibt. Wir hatten dort auch eine Chat-Funktion, wo es Web-App wurde, plötzlich von einmal pro Monat auf 2-3 Mal pro Tag genutzt wurde. Da sieht man auch schon mal den Erfolg, was der Unterschied zwischen einem App und einem Web-App ist. Sowie dann kamen zusätzlich der Pass, also das Mobile-Check-In, wo im Vorfeld gewesen ist, wo die Leute ihre Daten angeben konnten, sowie die Kreditkartenhinterlegungen, wo halt für uns jetzt in Stadthotellerie sehr gut waren, dass wir schon die Sicherheit hatten, wo in den Bergen jetzt zum Beispiel immer noch ein größeres Thema war mit unseren Hotels, wo das gesagt haben, nee, das wollen wir nicht, das ist zu corporate, das ist zu plump und zu direkt, wo wir dann halt auch schauen mussten, wie werden wir die kommunizieren, dass wir jetzt mit den Gästen, dass das nicht zu eben Stadthotellerie ist, sondern weiterhin dieses Ferienhotelgefühl vor Erholung, Entspannung hat, und da haben wir dann damit gearbeitet. Wir hatten aber auch unsere Lehrplätze, wir hatten zum Teil am Anfang zu viele E-Mails, die zu den Kunden gekommen sind, also da wurde zum Beispiel ein Profil eröffnet, dann wurde plötzlich die Bestätigung ist gekommen und noch die Aufforderung zu das Mobile Key, das mussten wir dann ein bisschen abflachen, dass es nicht zu aggressiv ist für den Kunden, dass es doch immer noch der Kunde merkt, hey, das ist hilfreich, ich kann meine Daten hinterlegen und ich kann das nutzen und ist ein Vorteil für mich bei der Anreise, aber es ist doch nicht ganz so aggressiv. Dort muss ich übrigens sagen, eine Klammer auf, wir haben, wenn es um das Online-Check-In geht, haben wir in den Bergen die höhere Online-Check-In-Rate als in den Stadthotels. Also Feriengäste sind mehr bereit, ihre Daten im Vorfeld anzugeben, als zum Beispiel Stadtgäste, was mich sehr überrascht hat. Also vielleicht ist es auch, wir haben halt weiterhin, und das ist auch unsere Philosophie, wir sind nicht ein Smart-Unternehmen, wo rein auf Digitalisierung setzt, sondern wir möchten den Kunden immer die Wahl geben. Wollt ihr mit einem Mensch sprechen, wollt ihr ein Online-Check-In, wollt ihr ein physisches Check-In, möchtet ihr den Schlüssel direkt auf dem Handy und so weiter. Also wir geben ihm die Wahl und überlassen diese Entscheidungen selber zu treffen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig bei der Digitalisierung, dass man das immer im Hinterkopf hat. Außer man ist ein Hotelkonzept, wo rein nur auf das geht, wo sagt, bei uns gibt es keine Menschen, da ist der Schlüssel auf dem Handy, du hast mit Kreditkarte bezahlt, bis die ein Hotelkonzept gibt, dann ist eine andere Strategie. Aber ich denke, bei uns in der Individualhotellerie ist das sehr wichtig. Jetzt zu den Schnittstellen durch diese ganze API-Technologie konnte ich eigentlich relativ schnell verschiedenste Tools integrieren und jetzt da zum kritischen Punkt, ja, sie funktionieren, das ist schön. Die APIs heutzutage, die modernen APIs, die tauschen wirklich die nötigen Daten aus, dass man dort wirklich davon profitieren kann. Es geht so weit bei diesen Marketplaces, wo man in den verschiedenen PMS drin hat, dass man dort kann zum Teil gratis 1 Monat ein Tool testen. Das habe ich zum Beispiel mit meinem Revenue Management Tool gemacht. Ich habe 3 Stück nebeneinander laufen lassen, habe geschaut, welches gibt mir welche Empfehlungen, welches hat welche Performance, welchem vertraue ich und habe mich dann für eines entschieden und die anderen 2 wieder abgeschalten, wo früher gar nicht möglich wäre gewesen. Da hätte ich mich am Stand in der ITB entschieden, den Vertrag unterschrieben, mal schnell ein paar tausend Franken überwiesen und dann wäre irgendwann das installiert worden und ich hätte immer noch nicht gewusst, versteht das überhaupt mein Geschäft, versteht es meine Trends und so weiter, und das geht heutzutage viel, viel einfacher mit den ganzen APIs. Und das ist wirklich ein Vorteil, auch diese Marketplaces. Ich habe zum Teil bis 100, 150 verschiedene Startups, verschiedene Tools, wo ich relativ einfach integrieren kann.
und das nach meinem Gusto, ob ich jetzt einen Seminarbereich habe, ob ich einen Spa-Bereich habe, ob ich eine, wie soll ich sagen, wenn ich den Gästen noch ein Pre-Arrival-Upselling machen möchte oder zusätzliche Dienstleistungen verkaufen, dann kann ich das relativ einfach integrieren und den Gästen so zur Verfügung stellen. Michael, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Sehr gerne. Einfach Basis dafür ist ein Cloud-basiertes PMS, oder? Also das ist die Voraussetzung, sonst geht alles nicht. Ja, also ich muss sagen, ja, also sicher ein PMS, welches API-Funktionalitäten hat. Diese ganzen Interfaces, die wir von den alten Systemen kennen, die sind einfach viel zu träge. Und das ist ein Riesenaufwand, das zu machen. Und da spüre ich einfach, wie viel effizienter mit dem sind. Aber ich glaube, es ist auch heutzutage gang und gäbe, auch bei den anderen Systemen, dass das so integriert wird und dass so die arbeiten. Da kann ich sofort mein POS, also mein Restaurantsystem einbinden und ich kann wirklich dort sehr schnell profitieren von den verschiedenen Systemen. Das ist jetzt halt auch noch von der weil wir haben es auch, pardon Nico, wir haben es wie angeschaut, einerseits die Guest Journey und auf die andere Seite auch noch, was können wir für die Mitarbeiter vereinfachen. Eben was habe ich für Touchpoints für die Mitarbeiter, wo kann ich die Prozesse optimieren, dass sie weniger Aufwand selber haben, dass sie sich mehr für den Gast konzentrieren können und so weiter. Und das war auch noch ein Auftrag, wo ich hatte im Zusammenhang dieser Guest Journey, nur zum Sagen. Ja, Entschuldigung, Nico, du hast eine Frage. Ja, also mein Ding, das PMS zu wechseln in ein Cloud-basiertes PMS bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man das alte nimmt und alle Daten kopiert und in die Cloud reinlegt. Da würde man ja sämtliche falschen Gästekarteien und Dubletten auch gerade mitkopieren. Das ist ja eigentlich ein relativ fragiles Thema, das PMS zu wechseln, weil da drin sind ja häufig sehr viele Informationen von Gästen, wo auch ein bisschen die Angst da sein könnte, dass man diese Informationen bei einem Wechsel verliert oder sogar entscheidet bewusst zu sagen, wir nehmen nur die Daten der letzten, sage jetzt mal, 5 Jahre und alles andere fliegt raus, weil das, was vor 5 Jahren war, ist wahrscheinlich gar nicht mehr relevant für uns. Da bin ich ganz bei dir. Also bei all den Umstellungen habe ich bewusst nie die Daten übernommen, sondern ich habe die PMS parallel weiterhin laufen lassen. Das heißt für mich, wir haben dann die Reservationen eingegeben, laufen die Daten, eben diese ganzen, die Profile von den Gästen angepasst und Einträge gemacht, wie auch immer, kommt immer mit dem schwarzen Mercedes oder möchte immer Zimmer 23 und so weiter. Das haben wir dann alles laufend gemacht. Ist ein Aufwand, aber wie du schön sagst, du hast nachher wieder ein sauberes PMS, du hast eine saubere Datenbank, wo du auch Statistiken oder auch Auswertungen machen kannst, wo dich weiterbringen. Aber es ist halt ein Jahr, bis man dann wieder sauber vergleichen kann und bis das Ganze wieder up-to-date ist. Das ist ein Aufwand, das ist richtig, aber ich habe eigentlich wirklich in allen Hotels haben wir bewusst das nicht gemacht, weil wir gesagt haben, es ist ja auch kein Problem, was man auch immer welchen Wechsel das man macht, es ist weiterhin, es sind beide bestehend und kann man sehr gut arbeiten. Aber das würde ich genauso empfehlen. Und da haben wir sehr gut davon profitiert. Ja, und der Kunde müsste es ja zwangsläufig, der Kunde müsste es ja zwangsläufig, sollte es das ja nicht unbedingt selber mitkriegen. Ja, also es kommt darauf an, was du für ein PMS hast, weil zum Beispiel das, was wir genommen haben, hat automatisch dem Kunden mitgeteilt, dass jetzt seine Daten erfasst wurden. Was jetzt halt für uns wieder, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das war genau in dem Moment, wo die ganze DSGV-Geschichte aufgekommen ist. Und das hat uns so wie diese Sicherheit gegeben, dass der Kunde weiß, was wir von ihm haben. Und dann waren die Leute angerufen, aber was ist da? Und dann konnten wir sagen, sehen Sie, wir haben Sie jetzt sauber erfasst. Sie sehen, was wir von Ihnen als Daten haben. Sie können das jederzeit selber Ihrem App anschauen, also Web-App anschauen, wo die ganzen Daten hinterlegt sind und dann wissen Sie, was bei uns gelagert ist. Das gab von uns noch einen zusätzlichen Vorteil, dass wir so wie ein bisschen das Thema DSGVO abdecken konnten und das ist noch das gewesen. Paul, du willst noch etwas fragen? Du hast am Anfang gesagt, dass mit der Schulung der Mitarbeiter, aber auch Schulung der Gäste. Also das ist fast naheliegend, dass jetzt das Argument kommen wird oder dass das Argument kommt, ja, der Gast will es ja eigentlich gar nicht unbedingt. Warum zwinge ich ihn dazu oder warum bringe ich ihn dazu, das zu machen? Weil
wir sind Dienstleister, wir sind Hoteliers und Gast zu sagen, was er tun soll, war oder ist häufig nicht unbedingt das, was wir gerne tun oder das, was unsere Stärke ist. Wie seid ihr damit umgekommen? Jetzt vielleicht basierend auf der Ferienhotellerie, wenn man das dort, wo wahrscheinlich als Stadthoteller ist es, würde ich jetzt fast behaupten, ja, hätte ich jetzt geglaubt, es wäre einfach persönlich, aber gerade in der Ferienhotellerie sagen, ja, du musst jetzt online einchecken, bin ich jetzt auch gerade positiv überrascht, dass das mehr Gäste sind als in der Stadthotellerie. Ja, das hat mich sehr, sehr überrascht. Also einerseits Mitarbeiterschulung ist es, ich muss einfach erfahren, dass die Systeme sind sehr, wie sagt man denn, sie sind wie ein Facebook, sie sind selbsterklärend. Man braucht schon einen halben Tag, bis man alles draus kommt. Man darf auch, wenn man einen Systemwechsel macht, nie vergessen, dass man ja nicht das System auf die bestehenden Prozesse versucht anzupassen, sondern ganz klar auch jeden Prozess in-house hinterfragt, passt der noch dazu? Brauche ich noch diese kleine Notiz, wo immer an der Rezeption liegt, wo der Mitarbeiter die Zimmer abstreicht, wenn sie gereinigt sind? Und. Also du kennst alle diese Zettelchen, wo wir an der Rezeption haben für die Mitarbeiter. Und. Dort muss man einfach wirklich jedes Dokument hinterfragen, brauche ich das noch? Ist es noch nötig? Und dann, das ist ein Wechsel, ist auch ein Kulturwechsel, wenn man so etwas macht, in die cloud-basierten Systeme rein. Das muss einfach ein bisschen angepasst werden. Das andere ist, von den Mitarbeitern habe ich auch die Erfahrung gemacht, Housekeeping sensationell begeistert. Aus dem Grund, wir hatten nachher ihnen die Erlaubnis gegeben, dass das App, das ist jetzt in dem Fall eine App, um die Zimmer freizuschalten, auf ihr Handy runterzuladen. Wir haben dort eine ganz klare Bring-Your-Own-Device-Politik und haben aber eigentlich iPods auch vor Ort gehabt, für die das nicht wollten. Und dann konnte man selber entscheiden, ob sie ein iPod oder was auch immer, Android nimmt, um das Zimmer freischalten. Die haben nie plötzlich eine zusätzliche Verantwortung bekommen, wo sie sehr schnell angenommen haben, wo auch für die Gouvernante sehr gut war, weil sie sehr schnell sah, welche Zimmer sind gereinigt, welche kann ich kontrollieren gehen. Es war vielen schnell, also die Effizienz konnte dort gesteigert werden. Die Rezeption musste sich umgewöhnen halt, weil es ein anderes System ist, aber die hatten das zum Teil auch innerhalb vom halben Tag genommen. Und ich habe auch das Gefühl, dass so die neuen Systeme viel weniger Wissen mit sich bringen müssen und dass wir dort wieder eine Chance haben, weil wir wissen ja alle, was aussieht in den nächsten Jahren, was auf uns zukommt mit dem Fachkräftemangel, dass wir auch dann mehr und mehr Quereinsteiger können einstellen, weil wir relativ schnell die Leute auf den Systemen geschult haben. Das ist auch noch eine Frage gewesen. Kann ich die Leute gut schulen? Bin ich relativ schnell dran? Und ich musste erfahren, dass wirklich, ich habe sehr schnell die Leute schulen können durch die Systeme mit dem Team. Das war nicht etwas wie vorher, wo ich eine Woche Frühdienst, eine Woche Spätdienst, eine Woche nochmal etwas und noch den Shortcut beibringen, sondern es war schon selbsterklärend. Zum Teil habe ich Feedback von Mitarbeitern, die sagen, es sind mehr Klicks. Das sind dann die, die halt eben in den bestehenden Systemen all diese Shortcuts gekannt haben, diese schnellen Tastaturtricks. Ja, und das ist dann halt schon, weil es halt wirklich mehr haptisch ist und ich muss halt mehr klicken von dort nach dort nach dort, ist es in der Hinsicht ein Nachteil für einen Mitarbeiter, der schon lange mit solchen Systemen arbeitet, aber einen neuen oder einen Quereinsteiger, der ist sehr, sehr schneller drin. Das war das, wo wir auch sehr davon profitiert haben. Und das glaube ich auch zum Beispiel mit unserem neuen Lehrgang HOCO, wo ja auch nur ein Teil bei uns an der Rezeption ist, die sind sehr, sehr viel schneller einsetzbar, wie ich jetzt sehe, als vorher, wo sie sehr lange über die Schulter schauen mussten, bis sie dann die Systeme verstanden haben. Das war noch ein Profit, was wir profitiert haben. Ja, das heute zum Teil bis zu einer Saison, wenn man noch nie damit gearbeitet hat. Das darf es ja nicht sein. Jetzt als wir, jetzt das Hotel Walter in einer Größe, schafft das ein Hotelunternehmen in der Dimension? Oder ist es sinnvoll, hier externe Hilfe zu holen? Und zwar, da meine ich jetzt nicht den Partner der Systeme, der sein Rollout hat, sondern wirklich jemand, der sich intern damit beschäftigt, wie sind die Prozesse, wie ändert man es was. Und häufig sind wir operativ so
eingespannt auf die eine Seite, aber auch auf die andere Seite ist der bewusste blinde Fleck, oder? Man sieht einfach das, was man die letzten Jahre immer gemacht hat und kommt gar nicht auf die Idee, man könnte eigentlich das auf diese Seite oder das berühmte Post-it. Einfach, heute ist es voll eine komplette Automation, man nimmt das Post-it, man schreibt sich's auf, dann ist es plötzlich weg. Macht man das mit externen Partnern sinnvollerweise? Oder stellt man gar jemanden ein für dieses Projekt und lässt den das Projekt begleiten bis zum Zeitpunkt? Nee, also es gibt beides. Klar ist jetzt die Frage, wie affin sind wir selber als Direktoren oder Vizedirektoren oder was haben wir für ein Verständnis vom IT-Bereich? Dort muss ich sagen, ist es, wenn man nur ein bisschen ein Gefühl dafür hat und so weiter, wenn man ein bisschen autodidaktisch ist und so, dann ist das kein Problem, weil was die neuen Systeme, wie die einen begleiten bei der Implementierung, mit dem Setup, mit der Schulung, die haben Online-Tutorials und, dann ist das also sehr gut machbar, jedes System zu implementieren mit einem externen Partner, also das ist ja dann dieses System, wo man kauft, die begleiten einem dort sehr, sehr gut. Wenn man dann noch sagt, jetzt ist das der nächste Schritt, ich würde gerne auch noch die Prozesse ein bisschen überarbeiten, was anschauen, da würde ich sicher empfehlen, dass mal jemand einen Tag kommt. Aber das ist ja meistens auch so, dass man dann auch jemanden kennt, wo so ein System schon hat und dann so sagt, hey, kannst du nicht mal mit uns zusammensitzen für einen Tag und dann uns ein bisschen zeigen, wie geht das? Wir hatten das dazu mal auch, wo wir erst etwa 10, 15 Hotels waren in der Schweiz, wo so ein cloud-basiertes System hatten wir sogar kleine Roundtables gemacht, um einfach die Erfahrung auszutauschen. Genau aus dem Grund, dass man ein bisschen sich unterstützt. Und da gibt es jetzt immer mehr und mehr, wo verschiedene Systeme haben, wo dann diese Betreuung auch gegenseitig stattfindet. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, es braucht jemand. Ich habe zum Beispiel ein System eingeführt, wo es um die ganze interne Kommunikation gegangen ist, über Memo, über Kalender, was für Events laufen, sind die Parkplätze. Also ich kann das sage ich jetzt gerne beim Namen, das Hotel Kids, das kennen sicher schon einige. Dort habe ich bewusst einen Student für 2 Wochen eingestellt, weil ich einfach wollte, dass es nicht eine leere Software ist, weil dort sind ja so viele interne Dokumente, wo man möchte erfasst haben, Checklisten, Memos und so weiter. Dort habe ich bewusst einen Student geholt, wo mir das 2 Wochen lang aufgesetzt hat. Der ist von Abteilung zu Abteilung gegangen, hat gesagt, okay, was habt ihr für Dokumente, wo ihr braucht, auf dem Server liegen, was müssen wir dort einspeisen? Und so haben wir eigentlich dann die ganzen Handouts oder die ganzen Checklisten haben wir in 2 Wochen draufgebracht und dadurch wurde es auch genutzt. Weil oft sind ja so Gefahren bei Systemen, dass man sich zu wenig Zeit nimmt, diese sauber aufzusetzen und dann werden sie nicht richtig genutzt und dann ist es ja auch wieder wie, ja, dann hat man irgendetwas, aber es wird nicht richtig genutzt oder vielleicht nur 10%, wie wir es ja von früher auch kennen. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir von den Systemen höchstens etwa 10-20% leider nutzen und nicht das volle Potenzial ausschöpfen. Ja. System ist ein gutes Stichwort. Du hast in der Vorbesprechung auf einen Anlass hingewiesen, Michael, die Diskussion verschiedener PMS-Anbieter. Ich habe den Link nicht gefunden, das ist von Sodex, genau, das geht darum, wie ich weiß, ist Protel, Seahawk, Muse, Apeleo und noch 2 andere tauschen sich da aus. Das ist irgendwann im Juni, wo es wirklich darum geht, also es ist ja auch immer noch die Frage, welches System passt zu mir? Brauche ich einen Rolls-Royce, wo alles kann, oder bin ich glücklich, dass es eigentlich relativ wenig abdeckt und ich habe das Minimum, weil das ist das andere, dass wir oft bei uns in der Hotellerie eigentlich alle Rolls-Royce installiert haben, aber eigentlich nur einen Käfer gebraucht hätten am Ende vom Tag. Und das ist, glaube das ist jetzt auch der Vorteil, dass man dort ein bisschen schauen kann, möchte ich eher ein umfangreiches haben, wo wir wirklich die volle Guest Journey abdeckt, oder sage ich mir, nein, ich möchte ein System haben, wo ich mit gutem Gewissen in der Zwischensaison irgendwo auf der Bahamas oder wo auch immer, wo wir wieder mal hinreisen dürfen, immer auf meine Zahlen schauen kann und sehe, was in der Reservation reingekommen, was ja oft früher nicht der Fall ist. Und das ist halt auch der Vorteil vom Cloud-basierten, oder? Ich habe immer und überall Zugriff. Ich brauche keinen großen Netzwerk, keine Serverinstallationen mehr, sondern ich brauche ein Wi-Fi und ein guter Laptop und dann arbeite ich. Und das ist so bei mir. Ich arbeite seit 5 Jahren mit dem Mac und habe alles da drauf und ich brauche kein Netzwerk. Wir arbeiten klar noch über Teams und SharePoint, wo wir die ganzen Datenstruktur aufgebaut haben und so weiter. Aber so haben wir viel eine andere Effizienz erreicht. Und das ist sicher auch etwas,
eine ganz klare Frage, wenn man jetzt, kommt sicher die Frage, was hast du eingespart oder wo hast du davon profitiert? Und ich musste sagen, ich habe dazu mal bei mir im Oper und Ambassador 2 Frühdienst, 2 Spätdienst, 2 Mitteldienst, 2 Nachtportier gehabt. Ich konnte am Schluss 2 Mitteldienste abbauen und ein Nachtportier. Dadurch 2 separate Hotels waren, musste ich weiterhin einen im Früh- und einen im Spätdienst haben, weil wir wieder für Gäste möchten da sein. Aber auch das andere, was ich profitiert habe, dadurch, dass wir sehr viel Administrationsaufwände oder Arbeiten verringern konnten, konnte ich zum Beispiel im Opera diese, Flying Reception implementieren. Also bei uns gibt es wie keine Rezeption mehr, sondern es ist alles auf Tablet. Die Gäste können sitzend auf dem Zimmer, an der Bar, an einem Tisch stehen, oder wir haben es jetzt noch nicht geschafft, dass wir den Chauffeur gefunden haben, wo auch das Check-in am Flughafen macht, aber rein theoretisch könnten wir das alles machen. Und das ist so, das gab uns plötzlich auch, dort konnte ich plötzlich den Mitarbeiter ganz anders nutzen, weil ich gesehen habe, wo ich die Opera-Lobby noch nicht umgebaut habe, gingen wir den Mitarbeiter am Abend um 9 langsam nach Hause, weil er nichts mehr zu tun hatte. Und jetzt dadurch, dass wir wirklich eine Lobby haben mit Kaffeeangebot, Barangebot, sind sie rundum beschäftigt, aber es kommt, klar, wir kennen es, ab und zu haben wir die Spitzen, aber meistens kommt nichts zu kurz und schon gar nicht der Gast. Und das ist das Wichtigste. Ich habe in diesem Zusammenhang eigentlich das Team geschult mit einer Schauspiellehrerin, aus dem Grund, weil wir auch uns plötzlich an der Rezeption neu orientieren mussten. Wir durften nicht mehr hinter dieser Barriere warten, sondern mussten auf den Gast zugehen, wie im Restaurant, weil es halt einfach klar war, wir wissen nicht, was das Bedürfnis vom Gast ist, wo eintrifft. Möchte er Kaffee trinken, einen Flammkuchen, einen Cocktail, möchte er Zimmer buchen, möchte er einchecken und so weiter. So mussten wir die Leute auch neu schulen, weil wir davon profitieren konnten, weil sie multiskilled waren. Und klar, jetzt in der letzten Krise hat mir das super geholfen, weil ich konnte mit einer Person dort unten die Lobby schmeißen, auch wenn wir nur 3, 4, 5 Zimmer hatten. Wir haben jetzt gerade ein Hotel eröffnet, wo wir Frühstück nur noch mit Housekeeping macht. Das Rezeptionsteam kommt nur auf das Check-in und Check-in ist gleich Check-out. Also das heißt, bei uns werden die Reise an und wir haben jetzt wirklich 2 Tage offen und die Gäste sind begeistert, weil es gibt nichts Schöneres, als wenn man nicht auschecken muss und einfach gehen kann. Also gar nicht jetzt in das Stadthotel. Ich weiß, in der Fernhotellerie möchte man sich nochmal verabschieden und möchte eigentlich irgendwo den schönen Urlaub noch mal Revue passieren und mit dem GM oder wie auch immer das Gespräch haben. Aber bei uns hat das wirklich jetzt die Effizienz haben wir erreicht, wo wir klar sehen, wir geben dem Gast die Möglichkeit, einfach zu gehen, wenn er möchte, oder kann aber auch auf uns zukommen und weiterhin mit uns, wenn er noch ein Taxi braucht oder eine Hilfestellung braucht und so weiter, sind wir für den Gast da. Aber es gibt uns eine riesen Flexibilität der Mitarbeiter einsetzen. Michael, wir haben eine erste Frage im Chat. Und zwar lautet die, ob du den Mitarbeitern Checklisten noch zur Verfügung stellt als Alternative, wenn jemand nicht digital unterwegs sein möchte, oder ob komplette Umstellung gemacht wurde? Nein, wir mussten komplett, weil es ist ja bei der Checkliste geht es ja auch darum, dass die interne Handover-Kommunikation und so gewährleistet ist. Und da konnte ich nicht duell fahren. Ich musste wirklich einfach sagen, sorry, das ist jetzt das neue System, das sind die neuen Prozesse und die laufen so. Aber das wurde eigentlich wirklich, weil die meisten, wo ja irgendwo am Tablet oder so sind, die machen auch jetzt bei uns die Bestellungen in der Küche über das Tablet und so weiter. Die haben die ganze Hygiene-Checklisten auch auf dem Tablet gehabt und so. Da hatte ich auch eine schöne Struktur und wusste genau, dass die Küche alles korrekt eingibt, dass ich keine Angst habe mit den Lebensmitteln, und das wurde gut angenommen. Also ich hatte nie jetzt einen Mitarbeiter, der sich geweigert hat aufgrund von dem. Ich habe die Mitarbeiter, die klar sagen, hey, ist noch spannend, das ist die jüngere Generation, die sagt bewusst, nee, das ist mein privates Handy, das will ich nicht nutzen für die Arbeit, das ist mein privates, da geht nichts drauf von Firmen-Apps, was ich absolut akzeptiere, und dann haben wir halt die Alternative mit dem iPod Touch oder was auch immer, das gibt es. Aber viele begrüßen es auch, dass sie dürfen, dass wir das Vertrauen in sie haben, dass sie es nicht missbrauchen, wenn sie das Handy bei der Arbeit bei sich haben. Ist aber auch für uns Direktoren eine Riesen-Umstellung, kann ich euch sagen, plötzlich die Handys zu sehen und zu wissen, ob sie jetzt wirklich das für die Arbeit nutzen oder privat. Da muss man wirklich einen Sprung über seinen eigenen Schatten machen. Und klar,
sagen, nee, das wird nicht missbraucht. 99% von unseren Gästen sowie Mitarbeitern sind ehrlich und dann geht das super mit der Zeit. Aber es braucht auch für mich selber ich musste mich ein bisschen umstellen oder auf einen anderen Gedankengang gehen. Die Frage lag mir auch auf der Zunge. Oder ich weiß auch von Kolleginnen von euch, wo die Umstellung sehr, sehr holprig war. Ist die Kultur ein Thema? Ist Führung ein wichtiges Thema? Wenn gerade Ängste da sind, vielleicht auch von Mitarbeitern, und dann kommt diese Ablehnungshaltung. Wie bist du das angegangen? Klar, die klassische Change-Management-Philosophie, also schauen, kommunizieren und dann hast du wirklich mal kurz diese Systeme, wo du entweder hast du Leute, wo diese internen Influencer, wo mit dir zusammen auf den Zug aufspringen und dann hast du die, wo richtig blockieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, okay, ja, ich habe Abteilungsleiter verloren, aber bin jetzt nicht sicher, ob es wegen der Digitalisierung war, weil wir so stark umgestellt haben und so viele Veränderungen gemacht haben, oder ob es halt einfach auch war, ich habe das Hotel nach einer Führung nach 21 Jahren übernommen. Mein Vorgänger war 21 Jahre hier, hat ein Team, wo über 10 Jahre bei ihm war. Dann überlegt man sich auch, sollte ich mich nicht auch eventuell verändern. Und das ist so, ich muss es sehr stark und sehr transparent konstant kommunizieren. Und das Schöne war, am Anfang kam ich mit den Lösungen, also mit den Systemen, welche ich implementieren wollte, haben ihnen auch Alternativen zum Teil gezeigt, haben ihnen auch gezeigt, was die Vor- und Nachteile sind. Und dann gab es irgendwann, so ich würde sagen, so nach 12 Monaten hatte ich plötzlich einen Umschwung. Und ich vergesse nie mehr, wo plötzlich mein HR-Mitarbeiter gekommen ist und hat gesagt, hey, schau mal, ich habe noch dieses Tool gefunden. Ein Tool, wo wir die ganzen Lebensläufe aufladen können von den Mitarbeitern und dann automatisch an die Abteilungsleiter versenden und die können nur noch ein Smiley oder kein Smiley reintun und da weiß ich, wer ich einladen muss. Also auch auf dieser Seite haben wir Effizienz bewirkt, dadurch, dass nicht mehr diese Lebensläufe durch die Hotels gewandert sind. Und das war schön zu sehen, plötzlich hat es sich umgedreht und die Tools kamen wieder zurück zu mir. Also die Leute wollten plötzlich sagen, hey, ich habe noch das gesehen beim Kollegen oder der hat davon gesprochen, das ist ein super System. Und dann haben wir uns auch ein bisschen auf die Flagge geschrieben, dass wir so mindestens all 3 bis 6 Monate ein neues System testen. Weil das darf man auch nicht vergessen. Der Vorteil von den Systemen ist, die mietet man ja auf eine Art für ein Jahr oder 2 oder 3 Jahre und danach gibt es vielleicht wieder etwas Neues. Okay, in meinem Fall jetzt, ich habe noch nichts Besseres gefunden, was zu uns passt. Aber wenn ich sehe, dass ein neues Tool kommt, wo halt noch ein bisschen mehr diese eierlegende Wollmilchsau ist, dann werde ich dann vielleicht wechseln, wenn ich merke, dass jetzt dieses System langsam stehen bleibt und überholt wird. Wir sehen es auch mit dem Zimmerschlüssel, Schlösser, die sind ja auch, da hast du wieder mal das System, wo Vorreiter ist, weil es jetzt Bluetech hat und jetzt kommt plötzlich der nächste, wo mit IoT tauglich ist und. Also die lösen sich ja so schnell ab, okay, das ist eine andere Investition, ein Schloss zu wechseln. Aber es ist auch dort mit den anderen Systemen, also ich habe schon oft wieder ein System abgeschaltet. Wir hatten mal so ein System implementiert, wo die Leute animierte, das klassische von Booking.com, auch von unserer Webseite, es hat noch 3 Zimmer, bei uns sind sie in der Nähe des Sees, übrigens andere haben diese Zimmerkategorie gebucht, so diese Interaktion und muss einfach sagen, wir hatten so einen Dropout von Gästen auf der Webseite, wo wir das kontrolliert haben, da haben wir es sofort wieder abgeschaltet. Aber das ist ja das Schöne, da kann man wirklich on-off, und aber man muss sich die Zeit nehmen. Es ist so ein Zwischensaisonprojekt. Besseres. Aber es geht dann schon eigentlich ein bisschen in die Richtung, dass man ein bisschen sagen, mit Digitalisierung, ja, aber es ist Trial and Fail. Es gibt nicht grundsätzlich der richtige Weg. Man muss wahrscheinlich am richtigen Ort die richtigen Entscheidungen treffen, aber grundsätzlich kann man von vornherein schon davon ausgehen, ja, ich starte das jetzt, kann sein, dass ich in einem Jahr, dass das wieder vom Tisch ist und ich wieder in eine andere Richtung geht. Was ja nicht unbedingt, was für in der Hotellerie nicht etwas ist, wo wir eine große Geschichte draus schreiben können, wie jetzt gerade in der Digitalisierung oder in Technologieunternehmen, wo man fängt etwas an, nach 3 Monaten merkt man, oh, das geht komplett schief, schmeißt alles über den Haufen, fängt wieder von vorne an. Ja, absolut. Also vielleicht muss ich jetzt schon noch ein bisschen abschwächen. Also ich arbeite seit 6 Jahren mit dem gleichen PMS.
Also nur zum Sagen. Also wir haben jetzt, ja, also es ist jetzt wirklich nur zum Sagen. Aber ich hätte die Möglichkeit. Ich hätte die Möglichkeit. Also ich bin auch jetzt der, wo nicht der, wo gerade sagt, morgen, oh, jetzt wieder neues PMS, lass uns alles wieder neu aufsetzen. Da habe ich keinen Spaß dran. Aber was es sicher ist, Baro, zum Zurückkommen, es ist ja so, es gibt mir mehr Flexibilität und es ist auch, ich finde auch das Wort Digitalisierung, wo wir seit 2-3 Jahren so in aller Munde haben, ist für mich ein bisschen auch schon bald ein bisschen ein Unwort, weil ich finde, es sind eher Werkzeuge, wo wir nutzen sollten. Und wir müssen die Werkzeuge finden, wo zu uns am besten passen. Also, weißt du, was ich meine, Nico? Es ist so wie, wir müssen den Gästen oder unseren Mitarbeitern sowie unseren Gästen sollten wir die Werkzeuge zur Verfügung stellen, wo das Leben für sie vereinfachen. Ob das jetzt dieses oder das ist die andere Frage. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo wir diese ganzen, ich finde das immer so spannend, unsere Fernseh mit den ganzen Roomservice-Karten, die kennen wir alle doch noch, wo man über den Fernseher die Roomservice-Karte bestellen konnte. Wo ich angefangen habe im 16, da waren die Preise noch von 12 drin, weil es niemand genutzt hat und niemand gemerkt hat. Also auch nur zum Sagen, ich habe auch immer wieder Angst, dass ich ein Tool habe wie so ein Fernsehsystem, wo dann am Ende vom Tag niemand nutzt. Nur habe ich jetzt den Vorteil bei dem Tool, dass ich sehr viel stärker messen kann, bringt es mir etwas, bringt mir das Werkzeug etwas, bringt es eben Kunden etwas oder am Mitarbeiter und eben wenn es nichts bringt, dann ist es weg, aber ich habe nicht diese 1000 Franken investiert. Und da kann ich eigentlich nur den Mut machen, es zu testen, sich die Zeit zu nehmen, zu schauen oder auch gerne jederzeit mich anrufen oder kontaktieren zum Austauschen. Ich habe schon viel versucht und viel genutzt, also wo man sehr gerne sich austauschen kann. Ich bin jetzt dort ein bisschen auf einer Schiene eingerostet, aber die will ich auch nicht erwähnen, weil ich auch finde, es soll auch nicht eine Product Placement Show werden. Aber es ist so wie für mich, das hat jetzt für mich gepasst. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel in dem Tool für die Berge hatten wir einen Riesenkampf wegen den Kindern, Klassiker, dass man nicht die Kinder richtig hinterlegen kann mit dem Alter, sehr, sehr wichtig. Aber das haben die schon aufgenommen. Im September wird das möglich sein. Und das ist wieder das Schöne. Du hast bei den Tools, weil sie alle halt so im Startups-Modus sind, kannst du sehr stark auch mitreden und sagen, klar, am Ende vom Tag ist es ein Tool, wo für alle tauglich sein muss. Es ist nicht so wie früher, wo wir dann unsere Listen und unsere Reports hatten und dann kam ein neues Batch oder ein neues Update und dann waren alle unsere Listen wieder weg. Also ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast mit deinem PMS, wo all die Listen dann wieder verschwunden sind, weil sie überspielt wurden. Und das ist das andere, wo man akzeptieren muss. Es ist ein allgemeintaugliches System, wo alle nutzen und da kommt halt das Pareto. 80% ist perfekt, 20% wird mich ärgern. Aber wenn ich 80% habe, wo für mich stimmt das Hotel, dann ist das für mich, genügt das. Also ist das gut für mich. Ja, genau. Und für die anderen 20 findet sich meistens ein Workaround. Oder Aber es ist, also schlussendlich, ja, Digitalisierung, also ich nehme jetzt da nur so für mich raus. Zu einem gewissen Maß kann man sagen, es ist wahrscheinlich in Zukunft der Motor des Betriebes, zu einem gewissen Maß. Wenn wir Problematiken der Mitarbeiter, Schulung, des Fachkräftemangels auch anschauen und so weiter, wird wahrscheinlich das Digitale im Betrieb, vor allem zum Gast, aber auch weg vom Gast, also eben im Housekeeping und so weiter, wahrscheinlich einen gewissen Motor darstellen, damit das Unternehmen in der heutigen Zeit einfach rund läuft. Wir wissen alle, was alles schiefgehen kann. Du hast gesagt, am Anfang habt ihr viel zu viele E-Mails versendet. Ja. Das ist auch bei uns eine Angst, dass wir wissen, jetzt schicken wir da unserem Stammgast 30 Mails hintereinander los und dann, was ist eigentlich los? Und diese Berührungsängste, die bremsen ja auch zu einem gewissen Punkt und denken, das, was wir jetzt machen, das funktioniert. Wir versuchen möglichst da uns herumzuwischen, dass wir niemanden auf die Füße treten. Oder? Ja. Aber das ist halt genau, das ist auch ein bisschen, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu krass, aber es ist ja auch oft die Gefahr, wo wir haben bei uns in der Hotellerie, dass wir es allen recht machen müssen. Ja. Und ab und zu müssen wir halt einfach auch sagen, das ist das, was für uns stimmt und zu uns passt. Und dann finden wir schon die Gäste, die auch das super finden und machen. Und ich weiß, was du meinst, ich bin ein unheimlicher
Stammgästepfleger und ich will ja keinen Stammgast verlieren. Wir wissen alle, was für einen Wert der mit sich bringt, was für einen Value der hat. Aber wir müssen auch ab und zu einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wenn ich jetzt halt das mache, was kann passieren? Okay, wenn das halt passiert, dann ist es schade, aber ich weiß genau, was alles die Vorteile davon sind. Und das musste ich auch machen. Also ich hatte sehr viele Diskussionen, wo diese Ängste aufgekommen sind vom Team. Und dann haben wir das ganz klar zusammen analysiert und geschaut, okay, was kann passieren? Was könnte der Auslöser sein, wie können wir dagegen steuern, eben wie zum Beispiel, wir haben einen Newsletter dann gemacht an unsere Stammgäste, wo wir sie ganz klar darauf hingewiesen haben, was wir alles bei uns passiert. Wir haben mit unseren Corporate-Kunden an unserem jährlichen Meeting, haben wir sie informiert darüber, was die nächsten Schritte sind. Wir hatten ja auch den Roboter, aber hatten den immer noch, der wurde leider noch nicht so umgesetzt, wie ich es gerne hätte. Da sind wir am Arbeiten. Ist jetzt zum Beispiel etwas, wo ich jetzt nicht würde empfehlen in der momentanen Situation. Also zum Beispiel, da sind wir noch zu weit weg bei der Robotik. Also da sind wir zum guten Glück immer noch zu fest Mensch und zu fest Generalisten, als dass man einen Roboter findet, der uns ersetzt. Aber es kann eine spannende Alternative sein zu einem Check-in-Kiosk. Zum Beispiel, wo halt ein bisschen mehr Animation ist, als das so ein Check-in-Kiosk ist, wo die einen auch installiert haben. Das kann eine schöne, spannende Alternative sein. Aber oft wird es dann als Gimmick und ein bisschen als Spielzeug missbraucht, anstatt für uns zu helfen in der Effizienz. Das ist ein bisschen etwas, wo ich jetzt gerade gemerkt habe. Aber so, ja. Nee, aber ich sage nur, offen sein dafür, klar, transparent kommunizieren, in-house, unbedingt alle auf die Reise mitnehmen. Es werden Leute sich dagegen stemmen, das ist klassischer, das wird so sein, aber auch die kommen irgendwann rundherum, wenn sie es möchten. Das Spannendste war für mich, nach 2 Wochen habe ich das Team gefragt, nach der Umstellung so, erstens, welche Farbe hatte das alte System, zweitens wollte ich zurück, die Farbe kannte niemand mehr und zurück wollte auch niemand. Also es ist eben immer so, man hat sehr viele Ängste im ersten Moment und nachher merkt man, weil ich habe mit meinem Team auch ganz klar gesagt, hey, wenn es nicht funktioniert, ist es egal, dann schalten wir es ab und gehen zurück auf die alte Ding. Ist halt ein bisschen Aufwand, aber wir haben es probiert. Und zum guten Glück musste ich nicht zurück. Ich muss das schon als Schlusspunkt nehmen. Es ist schon nach 3, die Zeit ist verflogen. Okay. Die Diskussion mit euch, ich fand es extrem spannend. Die letzte ganz kurze Frage an dich, Nico. Konntest du die eine oder andere Antwort jetzt für dich mitnehmen, hoffentlich, die dir hilft, im weiteren Weg auf diesem Digital Customer Absolut. Absolut, danke vielmals für die ganzen Inputs und für das offene Gespräch und auch für die Ideen. Genau dort, wo eben der Schuh im Vorfeld meistens drückt, wo man jetzt nicht sicher ist, wie gehen wir das an, ohne eben, um trotzdem einen Ausweg zu haben und dann nicht zu sagen, oh, jetzt ist vorbei, es ist kein Weg mehr zurück. Das ist super. Dankeschön. Absolut. Sehr gerne. Ich komme auch gerne mal nach Pontresina. Unbedingt. Unbedingt. Komm da wieder mal nach Zürich. Das ist schon länger her. Danke euch beiden vielmals für diese angeregte Diskussion, diese spannende Diskussion, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt dafür. Ich hoffe, es konnten alle profitieren, die hier dabei waren. Wie gesagt, wir haben es aufgezeichnet. Ungefähr ab Freitag wird dieser Talk auf Tipsy verfügbar sein. Ihr könnt es also auch weiter verlinken, weiter verteilen, problemlos. Zum Schluss ganz kurz der Hinweis noch meinerseits auf das Coaching-Programm von Hotellerie Suisse. Das habt ihr wahrscheinlich in den Medien gelesen. Individual geführte Betriebe werden mit bis zu 5 Coaching-Tage vom SECO unterstützt. Hotellerie Suisse /Coaching sind alle Informationen drauf. Digitalisierung ist auch einer der Schwerpunkte. Also da könnte sich eine Möglichkeit durchaus ergeben. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir werden noch ein bisschen posten in Social Media. Da finden wir wahrscheinlich auch noch den Link, Michael, gell, von dieser Talkrunde zu den PMS. Den posten wir da, wenn ihr auf dem Hospitality Booster Instagram-Profil oder LinkedIn-Profil dabei seid. Dann posten wir dort diesen Link, damit Sie sich da noch ein. Vielen Dank fürs Dabeisein. Schönen Nachmittag und eine gute Zeit.